Hi Leute, willkommen zu Dragon gebaut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um den Labaffenbau und auch Cosplay-Sachen und ab und zu auch noch mal ganz andere Sachen. Wenn ich halt einfach mal Bock drauf habe, baue ich halt alles mögliche für Lab und auch für Cosplay. So, dann gehen wir heute mal zum nächsten Teil, beziehungsweise zum letzten Teil vom Stundenglashammer. Und zwar bin ich schon hingegangen und habe auf die ganzen Sachen Flexipaint drauf gepinselt. Dann habe ich Verzierungen drauf gemacht und werde das Ganze jetzt mal anfangen zu pinseln. Dann hoffe ich mal, das ganze Thema hat euch bisher gefallen. Bleibt dran, wir sehen uns. So, dann haben wir zwei, das sind die Schlagflächen. Das sind quasi die Teile. Da habe ich jetzt nochmal so ein bisschen so ein Flansch drum gemacht. Überall so ein bisschen, weil Fantasy, Steampunk so ein bisschen halt und halt Zeit. Dann habe ich überall so halbwegs passend Applikationen drauf gemacht. Stiel natürlich auch beide. Da wo noch Holz ist, also quasi hier das Stück und das hier, kommt Leder drum. Und dann halt noch die 4 längeren Teile. Allerdings muss ich dafür noch die Gewindestangen fertig machen. Das habe ich jetzt irgendwie verpeilt ein bisschen. Aber das ist nicht schlimm, das mache ich dann auch noch. Wir gehen jetzt erstmal hin und werden das Ganze erstmal färben. Jetzt weiß ich noch nicht so ganz, welche Farbe ich nehme. Da muss ich mal gucken. Vor allen Dingen, wo fangen wir am besten an? Also anfangen werden wir am besten erstmal, das legen wir auf Seite. Ich mache erstmal die Stiele, damit wir die schon mal weg haben. Nehme ich mal wieder irgendeine Unterlage, irgendeine Zeitung, Pöttchen. Mal gucken, ob ich was Schwimmen hier habe. So Leute, dann müssen wir das Ganze jetzt erstmal ein bisschen trocknen lassen. Das Ganze ist jetzt hier erstmal schon mal angetrocknet. Also ich muss sagen, das Klebeband, das geht bei dem Flexipaint super runter. Also ganz normales Malerkrepp. Ne? Da kann man echt nichts sagen, wenn man dann mal den Anfang findet von dem Ganzen. Jetzt legen wir erstmal ein bisschen was drunter. So, jetzt habe ich mir mal überlegt, das Ganze, das soll ja auch ein bisschen älter aussehen. Jetzt habe ich hier zweierlei Bronzetöne. Ja, für die Metalldinger nehmen wir noch ein bisschen helleres, aber das machen wir später. Ich glaube, ich nehme erstmal diesen dunkleren Bronzeton. Nehmen wir mal einen ordentlichen Klatsch. Den tun wir dann hier drauf. Prinzipiell kann ich natürlich das jetzt hier auch schon wieder abkleben. Aber das lasse ich jetzt mal sein. Ich mache mal einfach mal ein bisschen dünneren Schwamm und hoffe, dass das damit auch funktioniert. So, das Ganze müssen wir jetzt erstmal was trocknen lassen. Die Farbe ist jetzt soweit erstmal trocken. Will ich das so ein bisschen mit Patina und bin hingegangen und habe mir fluoreszierende grüne Farbe geholt für diesen Grünspan, den die Farben, also das Bronze und so schon mal kriegt. Ja? Jetzt hoffe ich mal, dass das damit klappt. Bin mir jetzt nicht sicher und selbst wenn es halt nicht leuchtet, haben wir wenigstens so ein bisschen Grünspan dran, dass das Ganze ein bisschen Patina halt kriegt.
Jetzt lassen wir aber wirklich erstmal alles trocknen. Ich glaube, jetzt haben wir hier noch Farben drauf gemacht. Bin mal gespannt, wie es aussieht, wenn es dann trocken ist. Die Farbe ist jetzt soweit trocken. Ja, vielleicht hätte ich das Silber noch nicht so ganz drauf machen sollen. Ja, lassen wir drauf. So, dann machen wir mal den Klarlack drauf. Wo fangen wir denn an? Machen wir erstmal das Teil hier. Dann wollen wir mal weitermachen. Und zwar, wenn wir jetzt mal den ganzen Stiel hier fertig machen. Dafür habe ich die Teile schon, Schere, doppelseitiges Klebeband und Leder. Ja. So, an einer Stelle habe ich schon ein bisschen angeschrägt. Also so, ja, für das Wickeln. So, dann gucken wir mal. Dass wir das Ganze hier mal so ein bisschen schön machen. So, nehmen wir da am besten Cuttermesser. So. Na gut, ich habe schon ein bisschen zusammengebaut. Also quasi das mittlere Teil, die Stangen hier rein, die zwei längeren. Auf der anderen Seite muss ich das noch machen. Nur damit ihr schon mal ein bisschen seht, wie das geht. Wollen wir das Ganze mal ein bisschen zusammendübeln hier, wa? So. Nummer 1. Das funktioniert schon mal. Das hat auch schon mal so ein Dorshammerteil. Nur ein bisschen größer. Und ich glaube auch noch ein bisschen hübscher. So, dann mal hier unten gucken. Das Ding wiegt ein paar Kilo. Also klein ist das nicht und leicht würde ich auch mal sagen, ist es nicht so unbedingt. So. Auf jeden Fall scheint alles soweit zu passen. War ein bisschen Frickelei, aber es geht. Jetzt ist es wieder viel zu groß für meinen Keller, wo ich zusammengebaut habe. Ich gehe mal in eine andere Perspektive. Es ist verbracht. So sieht das ganze Ding jetzt aus. Ich mache nachher noch mal ein paar Nahaufnahmen. So wie das aussieht, scheint alles zu funktionieren. Das ist zwar noch nicht alles so hundertprozentig gerade, aber ich habe es auch noch nicht so richtig komplett festgedreht, weil das Ganze soll ja noch verschickt werden. Das ging halt darum, dass das Teil nicht so groß ist. Weil ihr seht ja, das Ding ist nicht gerade klein, wiegt auch ein paar Kilo. Muss noch gucken, dass ich noch die Flasche noch ein bisschen sauber mache. Das ist noch ein bisschen verschmiert. Aber so im Großen und Ganzen, denke ich mal, ne, das Ding ist ganz ansehnlich geworden.
War eine Heidenarbeit, hat aber richtig Spaß gemacht, das war mal was anderes. Dann hoffe ich mal, das ganze Thema hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von meinen Sachen sehen wollt, die ich so baue an Labwaffen und auch je nachdem schon mal die Cosplay-Sachen, wie jetzt ja der Hammer halt. Ne? Vergesst nicht, Abo, Daumen hoch, Bimmel auch nicht. Dann vergesst ihr und verpasst auch keins meiner nächsten Projekte. Dann hoffe ich mal, dass ihr noch einen schönen Tag habt. Wir sehen uns.